And we just seen in 1 Kings 4 that he wrote Proverbs and Psalms. Und im 1. Könige 4 sehen wir, dass Salomo Sprüche verfasst haben und Lieder geschrieben hat. And he wrote about trees and plants and animals, we read. Und er hat Schriften verfasst über Bäume und Pflanzen und Früchte und Tiere, Vögel. And in the Song of Solomon we have 21 different plants, trees and fruits mentioned. Und im Buch Hohenlied werden 21 verschiedene Pflanzen, Bäume, Früchte und Tiere erwähnt. And 15 birds and animals. Also 15 Vögel und andere Tiere. It's a book that's kind of quite close to nature. Also das ist ein Buch, was einen starken Naturbezug hat. Now, the Song of Solomon has been in church history one of the books that's been loved the most by people. Und das Hohelied ist während der Kirchengeschichte ein Buch gewesen, was die Menschen am meisten geliebt haben. Bernard of Clairvaux, he was a reformer in one of the monastic movements about 1,000 years ago. Also Bernhard von Clairvaux war ein Mönch vor fast 1000 Jahren. And he preached 86 sermons, and that was just the first 2 chapters. Und er hat nur über die ersten 2 Kapitel des Hohelieds 86 Mal gepredigt. And another ancient theologian of church history, Gilbert Paulins, he preached 48 sermons, and that was just the first 10 verses. Und ein anderer alter Prediger hat Gilbert Paulins hat 48 Predigten über die ersten 10 Verse gehalten. Now, I want us to look at different ways the book has been translated or understood, interpreted. Ich möchte uns ein paar verschiedene Weisen zeigen, wie dieses Buch übersetzt worden ist oder auch interpretiert worden ist. And the first, and the one that has been the most common through church history, we could call it the typological interpretation. Gibt es eine Auslegungsvariante, die sehr häufig in der Kirchengeschichte anzutreffen ist, und die nennt sich typologische Auslegung. Or we could call it the allegorical approach. That's a different one? No, it's all similar. Statt typologisch könnte man auch sagen allegorisch. And that is when people would read the Song of Solomon as meaning something different to what we read. Und das bedeutet, dass wir das interpretieren und dass es eigentlich was anderes meint und bedeutet, als was da wirklich steht. In an allegory, you have a story, but all parts of the story actually have a meaning that's different to what it actually says. In einer Allegorie, wie einer Fabel zum Beispiel, hat man eine Geschichte, aber jeder Teil der Geschichte bedeutet eigentlich was ganz anderes, als was da drin steht. The classic example of this is Bunyan's Pilgrim's Progress, where all of the characters represent something to do with the Christian life or the enemy or something. Zum Beispiel das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan. Da kommen ganz viele Personen drin vor, aber die stehen immer für etwas anderes. And the typological approach is very similar. What we have here is a type. In other words, the different parts, they all have a meaning for something different. Also, und dieser typologische Ansatz heißt, dass alles, was hier beschrieben wird, das ist nur ein Typus und bedeutet eigentlich etwas anderes. Man muss das wie übertragen, was es bedeutet. Now the Jewish Targum, which is a writing down of the traditions of the rabbi, es gibt ein jüdisches Buch, das nennt sich Targum, das sind die rabbinischen Schriften. They would see in it the history of Israel. Die haben im Hohelied eine Parallele gesehen zur Geschichte Israels. But for the Christian, it's been Christ and the church or Christ and the individual believer. People would hold it a bit differently. Und in der christlichen Tradition hat man das Hohelied Salomos gesehen als eine Allegorie für Christus und die Gemeinde, die Liebesbeziehung von Jesus zur Gemeinde oder zwischen Jesus und dem einzelnen Gläubigen. Now the challenge with this approach is that each commentator, each interpreter would have something different.
Das Problem damit ist nur, dass jeder Kommentator oder Ausleger sieht das wieder ein bisschen anders. And just to give you an example of this, if you turn to the Song chapter 7, Schlag mal Kapitel 7 auf im Hohenlied, verse 2, Vers 2. this is a description of the groom, the husband. He's explaining, or he's describing his wife. Das ist eine Beschreibung, die der Ehemann von seiner Frau abgibt. And he does this 3 times. Er beschreibt seine Frau 3-mal. This time it's from the feet up, normally it's from the head down. Dieses Mal ist es, dass er von den Fußsohlen anfängt nach oben zu beschreiben. Die anderen Male fängt er mit dem Kopf an und beschreibt nach unten. Normally when he does this, he doesn't have any clothes on, maybe just a veil. Wenn er sie so beschreibt, in der Beschreibung hat sie keine Kleider an, höchstens vielleicht irgendein Schleier. And we read, your navel is a rounded bowl that never lacks mixed wine. Your belly is a heap of wheat encircled with lilies. Und da steht dann, dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt, dein Leib ist wie ein Weizenhaufen umsteckt mit Lilien. So the question is, in the allegorical, in the typological approach, what does that mean? Und wenn man jetzt den Ansatz der Allegorie oder der Typologie macht, was genau könnte das dann bedeuten, geistlich? One commentator says that this is talking, the bowl, the navel being a round bowl, that's speaking of the baptismal font. Ein Ausleger sagt, naja, dieser Schoß mit dem runden Becher, das ist doch sicher ein Zeichen für das Taufbecken. Someone else says what we have here is the equivalent, it's talking about the Eucharist or communion. Oder man könnte auch dann auslegen, dass das Getränk, der Wein ist das Blut Jesu und der Weizenhaufen, das ist sein Fleisch. Because it speaks about the wine and the wheat, which would be the bread. Weil die Rede ist hier von Wein und Getreide oder Weizen, das wäre Wein und Brot im Abendmahl. Someone else says, no, what this is speaking about is speaking about the inner life, our spiritual inner life, and the wheat is talking about the end time harvest. Und ein anderer Ausleger meint, der Schoß, da geht es um unser inneres Leben. Und beim Weizen und im Leib geht es um die große Ernte in der Endzeit. Now you see, there's very different interpretations of this one verse. Und wie ihr seht, gibt es sehr, sehr verschiedene Auslegungen, was dieser Vers bedeuten könnte. Someone else says about this verse that the woman there, thinking about the individual believer. Und wenn man es auslegt jetzt, dass das eine Allegorie ist auf einen individuellen Gläubigen, she has been spiritually prepared in a healthy and balanced way. There is full balanced diet that she is going to be able to give to that which she births. Her inward life is balanced and wholesome. Dass diese Gläubige, sie wurde geistlich ausgewogen und gesund vorbereitet. Da ist eine vollständig ausgewogene Ernährung, mit die sie dem geben kann, was durch sie geboren wird. Ihr inneres Leben ist ausgewogen und gesund. And so this is just one verse, and this is just 4 different commentators I picked up, and they are just radically different. Das sind jetzt 4 Auslegungen nur von einem einzigen Vers und sie sind alle völlig unterschiedlich. Let's have another example. Lasst uns noch mal ein Beispiel nehmen. Chapter 1, verse 13. Wie wäre es mit Kapitel 1, Vers 13? My beloved is to me a bag of myrrh that lies between my breasts. Da steht, mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten hängt. Now,
One interpreter says the two breasts represent the Old and the New Testament. Ein Ausleger sagt, die beiden Brüste stellen das Alte und das Neue Testament. Which nourish the church. Und diese beiden Testamente ernähren die Kirche. And the bag of myrrh between them is the Apocrypha. Und der Beutel mit Myrrhe dazwischen, das sind die Apokryphen. Now, this is kind of an unfortunate interpretation when you think of the different sizes of the Old and the New Testament. Das ist eine etwas unglückliche Auslegung, wenn man an die Größe des Alten und des Neuen So we Testaments. probably shouldn't go there. Vielleicht sollte man nicht zu sehr da einsteigen. So another interpreter is that the two breasts speak of faith and love, and the myrrh shows that it's suffering love. Eine andere Auslegung heißt, dass es hier um Glauben und Liebe geht und Myrrhe zeigt das Leiden an. Someone else says this verse is talking about the crucifixion of Christ, which sustains the believer in times of joy and sorrow. Jemand anders hat geschrieben, dass es hier um die Kreuzigung Jesu geht, welche den Gläubigen Freude während Zeiten der Freude und des Leides erhält. And someone else says that this is speaking about the fact we should meditate on the abundant death of Jesus all night, so it becomes part of our heart. Und ein anderer Ausleger meint, dass es wichtig ist, dass wir hier über den Tod Jesu die ganze Nacht meditieren, sodass es Teil unseres Herzens wird. And so you ask the question, okay, so what does this mean? Und also stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, was bedeutet es denn jetzt wirklich? If the whole book is talking about Christ and the church, how do we know what is actually meant? Falls dieses ganze Buch, da geht es darum, um das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Aber was bedeuten dann diese Sachen? There's a great verse here. This is chapter 4, verse 2. Es gibt hier einen tollen Vers, Kapitel 4, Vers 2. In the structure, this is the honeymoon, in the honeymoon suite. In der Struktur des Buches geht es hier um die Flitterwochen, das Zimmer für die Flitterwochen. And as he gazes at his new bride, he gives her this compliment. Und während er hier seine neue Braut anschaut, gibt er ihr folgendes Kompliment. Your teeth are like the flock of shorn ewes that have come up from the washing, all of which bear twins, not one of them is bereaved. Da beschreibt er ihr Gebiss, ihre Zähne. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge und keins unter ihnen ist unfruchtbar. Now Bernard of Clairvaux, he speaks about the teeth that are there to gnaw on the bones of the heretics. Und also Bernhard von Clairvaux, der Mönch vor 1000 Jahren, hat das ausgelegt, dass die Zähne dazu da sind, an den Knochen der Irrlehrer zu nagen. But that's what he said. Someone else has said this is the way God's word nourishes our spiritual life is through the long and loving meditation on the word. Das war nur seine Auslegung. Jemand anders sagt, man muss das verstehen, dass da geht es darum, wie das Wort Gottes unser geistliches Leben ernährt und wichtig ist, dass wir lange und liebevoll darüber meditieren und drauf kauen. Now, apart from the comment by Bernard, abgesehen vom Kommentar von Bernhard, you could probably guess it's not that these people are saying anything that's terribly wrong. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass das, was die Leute dort sagen, ist nicht grundverkehrt. It is good to meditate on what Christ has done. Natürlich ist es gut, darüber nachzudenken und darüber zu meditieren, was Christus und was Jesus für uns getan hat. The love of Christ is a suffering love. Und die Liebe Christi ist eine Liebe, die auch mitleidet. But the question is, it has to do with this text. How do they get that from this text? And if it's not that, what is this text actually saying? Also sie haben da schon allgemeingültige Wahrheiten über Jesus gesagt, aber wie in aller Welt kriegen sie das aus diesem Text raus? Und was hat das mit diesem Text zu tun?
And so this particular approach is still alive and well today. Diese Auslegungsvariante ist auch heute noch sehr verbreitet. But a lot of people have put that aside and said that doesn't work. Aber viele Leute haben sich dazu entschlossen, das auf die Seite zu legen, weil sie gemerkt haben, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. So another approach is to see this as a drama. Ein anderer Ansatz wäre, dass wir dieses Buch wie ein Schauspiel, ein Drama sehen. Now, obviously not a drama that is to be acted out. Offensichtlich ist es kein Schauspiel, was man jetzt aufführen würde, But one that is rather a dramatic poem. Sondern es ist mehr wie eine dramatische Poesie. Or indeed a dramatic story through song. Eine Geschichte, die schauspielerisch durch ein Lied erzählt wird. Maybe the closest we would have today is an opera. Vergleichbar mit einer Oper heutzutage. And this approach was in recent days brought back to the Christian world through a German scholar by the name of Delitzsch. Dieser Interpretationsansatz wurde wieder modernisiert durch einen deutschen Theologen, der Delitzsch geheißen hat. And one of the reasons he came to this conclusion was he travelled into this was in the 1800s, he travelled into the Middle East and he got involved with different people living there. Dieser Theologe lebte 1800 irgendwann und ist im Nahen Osten gereist und hat dort Menschen kennengelernt. And as he went to an Arab wedding, a Bedouin type wedding, he noticed there were similarities in some of the language and music and Und poems. wurde zu einer Hochzeit eingeladen bei arabischen Beduinen und er hat auf einmal gemerkt, in der Sprache, die da benutzt wird, da gibt es Parallelen zum biblischen Text. And so the drama is loosely like this. Und das Schauspiel ist ungefähr folgendes. There's Solomon and this country girl. Da gibt es zwei Hauptpersonen, König Salomo und dieses Mädchen vom Lande. And Solomon found her in the country in a vineyard and took her to Jerusalem. Also König Salomo hat das Mädchen in einem Weinberg in einem Dorf gefunden und sie mit nach Jerusalem genommen. And their love and their affection grew and developed. Und in Jerusalem ist ihre Liebe gewachsen und hat sich entwickelt. Bruce Wilkinson of Talk Through the Bible, he puts it this way. Bruce Wilkinson hat das so ausgelegt. Solomon had a vineyard in the country of Shulam. König Salomo hatte einen Weinberg im Land der Sulamit. And this woman, she had to work in the vineyard with her brothers to tend the vineyard. Und dieses Mädchen musste im Weinberg arbeiten mit den Brüdern. And when Solomon visited his vineyards, he found her and took her back to be his bride in Jerusalem. Und als König Salomo an diesem Weinberg vorbeikam oder ihn besucht hat, hat er sie kennengelernt und sie mit nach Jerusalem genommen. Now, it mentioned that she was tanned, she was dark because of working in the sun. Und es beschreibt im Text, dass sie dunkelhäutig war, weil sie viel draußen in der Sonne gearbeitet hat. But even despite that, she is called the fairest among women. Aber trotz dessen ist sie die schönste unter allen Frauen genannt worden. And out of that, you get these very beautiful, quite intense poems of their love and their relationship with one another. Und aus dieser Geschichte heraus entstehen dann diese schönen Verse, wo die Liebe beschrieben wird. But one of the problems with this, ein Problem mit dieser Sache ist folgendes. it says, for example, that one of the choruses, one of the refrains is, "My beloved is mine and I am his." Da steht drin, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm.
And we know Solomon had many, many wives. Wir wissen, dass Salomo viele, viele Frauen hatte. And in 6:8 it mentions 60 queens and 80 concubines. Und in Kapitel 6, Vers 8 steht, dass er 60 Königinnen und 80 Nebenfrauen hatte. And the question is, how can this kind of song come from someone who this is his actual reality of his experience? Dann fragt man sich doch, wie diese so besondere Liebe, die so wunderbar beschrieben wird in diesem Buch, von jemandem kommen kann, der so einen Massenkonsum praktisch auch hatte. Because one of the main points of this song is that there's an exclusiveness in their relationship. Ein Problem oder ein Kennzeichen ist nämlich, dass in diesem hohen Lied wird eine exklusive Beziehung beschrieben. My beloved is mine and I am his, and so is Susan and Sandra and Sally and Sarah and Meine Geliebte gehört mir und ich gehöre ihm und sie mir und Sabine und Susanne und Alexandra. Yeah, it doesn't work quite as well. Es passt irgendwie nicht so zusammen. And such a big point of these different this book is the exclusiveness and the love that this man and this woman have for one another. Und eins der Kennzeichen dieses Buches, des Textes ist, hier geht es wirklich um einen Mann und eine Frau und ihre exklusive Liebesbeziehung miteinander. And it was actually David Hamilton, some of you know David, he in his SBS way back, when he was on staff, he actually did a fairly intense study of the Song of Solomon, which if you know David, you know that's how he works. Manche von euch kennen David Hamilton aus der SBS. Der hat, als er seine SBS gemacht hat, das hohe Lied besonders intensiv studiert. And he points out the fact that we said earlier that when it says which is Solomon's, that could actually mean it was written for Solomon or to Solomon. Was wir vorhin schon erwähnt hatten, wenn es da heißt, es ist Salomos, das kann auch heißen, es ist für Salomo geschrieben worden. And he suggests maybe someone wrote this particular song for Solomon. Es könnte sein, dass damit gemeint ist, dass jemand anderes dieses Lied oder dieses Buch für Salomo geschrieben hat. And the purpose of this song, written by someone for Solomon, was to show God's intended purpose and to, in a sense, confront him in the way he was moving and the way he was living. Es könnte sein, dass dieses Buch geschrieben wurde von jemandem, um Salomo daran zu erinnern, quasi an die Besonderheit einer 1:1 Liebesbeziehung und ihn von seiner Vielweiberei abzubringen. And I would commend that to you as a very good possibility. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, die ich euch ans Herz lege. But others have dealt with this problem a different way. Andere haben dieses Problem auf andere Weise angegangen. And they have said that in this drama there's three characters. Dass in diesem dramatischen Schauspiel 3 Hauptcharaktere sind. That there's actually Solomon, the young woman, and her, the one that she loves and cares for, a shepherd. Nämlich, dass da Salomo vorkommt, dann diese Magd und der Hirte, den sie liebt. And because of a debt that was owed by her family to Solomon, she was given to him as a concubine. Und das aufgrund von Schulden, die ihre Familie Salomo gegenüber hat, sie praktisch an Salomo als Nebenfrau verkauft wurde. But all the time she's longing for her true love. Aber während der ganzen Zeit hat sie eigentlich Sehnsucht nach ihrer wahren Liebe. And these opening verses, she is longing for
this shepherd, her true love. Und das, wie man das auch in der Einführung sieht, sie hat Sehnsucht nach ihrem wahren Geliebten. And as Solomon realizes this, he has mercy and she's returned to Shulam. Und als Salomo das merkt, hat er Erbarmen und schickt sie wieder nach Hause. Now, the problem with the dramatic approach Das Problem, was so ein dramatischer oder der Schauspielansatz hat, is not that you can't find a story. ist nicht so sehr, dass man keine Geschichte drin finden kann. You have different people speaking. Da sind verschiedene Leute, die sprechen. He speaks, she speaks, Er and then redet, the sie, dann chorus. antwortet sie und dann kommt ein Refrain. But the problem is, it's really hard to identify, apart from very loosely, what the drama would be. Das Problem ist eher, dass man außer im ganz weitesten Sinne, wo ist denn da der Geschichtenablauf drin? And so that brings us to our coffee break. Und das bringt uns zur Kaffeepause. There are other approaches, but I want to give you just one more as a